Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Heute wollen wir Dünger streuen. Bevor wir anfangen, Leute, wir haben bis Ende Februar Aktion Öl. Wir geben 20% auf einzelne Ölflaschen, 10% auf die 6er-Packs. Es gibt jetzt nicht nur 6er-Pack Raps, es gibt auch 6er-Pack Öl, Sonnenblumenöl und 3 und 3 Raps und Sonnenblume. Guckt mal im Shop nochmal nach, checkt das aus. Auf die Ölboxen geben wir keinen Rabatt. Genau, und 10% auf die 6er-Packs. Zum anderen noch, Leute, Raum, Friedland und Umgebung. Wer hier aus der Nähe kommt, wir suchen nach wie vor Mitarbeiter für Futter XL im Verpackung und Versand. Eure Aufgaben ist Pakete packen, Lagerarbeit, picken, packen, sagt man dazu. Wer da Interesse hat, gerne mal mailen an hannes.in.mv@gmail.com. Wir suchen natürlich RCS, gar kein Problem. So viel noch nebenbei gesagt. So, ich habe gestern Bodenproben gezogen. Quatsch, gestern. Ich habe die letzten Tage Bodenproben gezogen. Und Hannes war so schlau und hat keine SD-Karte dabei gehabt. Das heißt, ich habe das ein bisschen für Instagram verfolgt, aber für euch im Vlog habe ich leider nichts. Ich habe die Bodenproben mit dem Farmlab gezogen und ich habe die analog ganz herkömmlich gezogen, weil ich die so fürs Amt brauche. Der Punkt ist, die analoge Bodenprobe, man zieht mehrere Beprobungen, macht daraus eine Mischprobe und schickt das Ganze zum Amt. In 60 bis 90, 30 bis 60 cm Tiefe und 0 bis 30 cm Tiefe. 3 verschiedene Eimer, da packe ich das rein, dann kommt es ins Tütchen. Wichtig ist, das Ganze kommt sofort in die Styroporbox, bleibt kalt. Wir hatten 2 bis 3 Grad Bodentemperatur, ideal für diese Aufgaben. Und danach geht es ins Tiefkühlfach oder beziehungsweise ins Kühlfach, damit die Proben eiskalt waren. Und die werden dann auch tatsächlich eiskalt versendet und mit entsprechender Kühlung versendet. Ganz, ganz wichtig für N-Min. Je wärmer die werden, desto höher sind die N-Min-Werte. Das heißt, teilweise gibt es schon Abweichungen, wenn man direkt beprobt. Angenommen, man würde mit dem Farmlab direkt beproben und man würde die anderen Proben ziehen, man legt sie ins Auto, die werden warm durch die Autoluft und dann hat man schon höhere N-Min-Gehalte, weil durch den Sauerstoff, durch das Umheben, was wir da drin machen, dann die Wärme, kommt das Ganze sofort in Gang und schon haben wir höhere N-Min-Werte. Das macht 10 bis 20 Kilogramm N-Min pro Hektar nachher am Ende tatsächlich schon aus, relativ schnell. Deswegen ist das Kalte. Kalt bleiben, relativ wichtig. So, wir fangen heute an mit der ersten Düngung. Wir streuen SSA, schwefelsaures Ammoniak. Genau, da kommen wir aber nachher nochmal zu. Ich mache jetzt vorher erstmal ein bisschen die Kabine sauber. Und das war, glaube ich, noch zu den Bodenproben zu sagen. Ach so, genau. Und mit dem Farmlab habe ich halt zonenbasierte Stickstoffbeprobung. Muss aber sagen, die weichen kaum untereinander ab. Letztes Jahr war es ein bisschen höher. Letztes Jahr hatten wir so ein Min von 15 bis 50 innerhalb einer Fläche. Dieses Jahr ist es marginal 5 Kilo Unterschied auf den einzelnen Zonen. Sicherlich ein Jahreseffekt, sicherlich aber auch ein Effekt der teilflächenspezifischen Düngung. Genau, weil wir haben normalerweise auf den Hochertragszonen eigentlich immer weniger N-Min und ein bisschen mehr auf den schwachen Ertragszonen, weil wir eigentlich tendenziell die schwachen Ertragszonen immer ein bisschen überdüngen und die anderen unterdüngen. Und je besser man sich das natürlich anpasst, wird es natürlich besser. Aber es sind natürlich auch Jahreseffekte, machen wir uns nicht vor. Die Witterung hat auch ganz, ganz großen Einfluss auf Beprobung und auf diese ganzen Varianten. Gut, machen wir erstmal sauber. So Leute, bevor wir anfangen können, muss ich noch die SIM-Karte beim Fan tauschen. Wir haben den Vertrag gekündigt, der hier drin war, weil das ein alter Vertrag war. Wo habe ich denn jetzt die Prepaid-Karte? Weil das ein alter Vertrag war. Alter Bestand, der war einfach zu teuer. Und jetzt habe ich Prepaid-Karte mir besorgt. Aber das Ganze fällt einem natürlich immer kurz vor der Angst ein. Beziehungsweise fällt einem nicht kurz vor der Angst ein. Es war so, mir ist gestern beim Fahren aufgefallen, habe gedacht, die Fahrspuren passen noch gar nicht zusammen. Was ist denn da? Und dann guckt man natürlich mal in GPS rein und denkt so, und sieht so, der kann sich gar nicht mit dem Internet verbinden. Was ist denn da los? So, und dann ist mir eingefallen, ja, wir haben ja ein paar Verträge rausgekündigt aus alten SIM-Karten, das könnte betroffen sein. Und heute war es tatsächlich so. Gehe ich oben ins Büro, wir haben eigentlich immer einen Notfall-LTE-Router für die Firma. Gehe ich oben ins Büro, wollte ihn holen und sagt meine Schwester, sag mal, geht irgendeine SIM-Karte bei dir nicht mehr? Ich sage, ja, die im Fan. Ah ja gut, dann wissen wir ja, welche das schon mal war. Ja, und dann habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht, eine Prepaid-Karte besorgt, die natürlich zu Hause aktiviert. Und
Die bauen wir jetzt hier wieder rein. Aber das ist natürlich auch sehr verbaut, ne? Also wir müssen ja erstmal hier alles lösen. Und da drinne ist der Slot für die SIM-Karte. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt ist schon 11:26 Uhr. Ich habe nicht einen Streuer rausgebracht. Also an manchen Tagen hat man irgendwie, kennt ihr das? Man arbeitet, aber irgendwie schafft man nichts. Und heute ist so ein Tag. Gearbeitet, aber 0,0 geschafft. Null. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir das da wieder rinschieben, sonst haben wir da gleich ein Unglück. Weil dann fällt das da einfach in die weiße Box rein. So, ein bisschen was gegenschieben da. Ein bisschen tüdelig gemacht. Ist die jetzt drin? Ne, ich glaube, die ist nicht drin. Aber lieber auch ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Als zu doll. Ah doch, die ist drin. Ist ja feine Technik, ne? Naja. Und so hat man an manchen Tagen besonders sein Schaffen. Also kennt ihr das? Leute, kennt ihr das? Und dann ist man hier die ganze Zeit am Werkeln. Heute Morgen habe ich mir meine Streukarten nochmal neu fertig gemacht, weil ich festgestellt habe, die hatten einen kleinen Fehler. Ich habe mich vertan. Ich habe bei der Sollmenge Material in den Streukarten eigentlich vertan. Da ist Menge Material drin. Ne? Nee, umgekehrt. Ich habe nicht gesehen, beziehungsweise habe das verpasst. Ich habe das verpasst und habe nicht Kilogramm M angegeben, beziehungsweise nicht Kilogramm M. Oh, wie doof ist denn das hier gemacht mit dem Stecker? Passt doch gar nicht richtig. Man kann den gar nicht richtig rausschieben, weil man den hier hinten gar nicht richtig rausziehen kann, weil das Kabel da nervt. Jetzt. So. So, können wir die gleich hier wieder ansetzen. Ja, und deswegen musste ich mir heute Morgen meine Streukarten nochmal neu machen. Ja, dann kommt das noch dazu. Dann wollte ich mir den Livestream schon einrichten. Dann habe ich die Tage aber einen Livestreaming-Server weggekündigt. Ich hatte sonst immer 2. Jetzt habe ich nur noch einen, weil ich eigentlich nur noch einen nutze, weil ich mein Streaming-Setup ja ein bisschen geändert habe. Und da habe ich gesehen, dass der falsche Server weggekündigt wurde. Da habe ich leider Gottes meinen Bot, der sozusagen den Stream da mitbetreut, beziehungsweise das Programm, was den Stream mit überwacht und auch Szenen automatisch wechselt, funktioniert dann nicht. Und ja, so hat man sein Schaffen an manchen Tagen. Ne? Das ist besonders wild. Übrigens, wir können mal ein paar Fragen beantworten zu der ganzen Thematik oder beziehungsweise zu den Fragen, die in den letzten Wochen gestellt wurden, in den letzten Videos. Eine Frage war zum Beispiel, ob man den Sensor auch dafür nutzen kann, den Isaria-Sensor, dass man vorne misst und hinten streut. Natürlich, dafür ist er hauptsächlich gedacht. Also man misst beim Überfahren und gleichzeitig streut er entsprechend danach den Dünger. Nur beim Raps macht man dieses absätzige Verfahren, weil da Scan und Düngerzeitpunkt halt nicht aufeinander passen. Aber ansonsten macht man das natürlich so, also im Getreide und so werden wir damit auch fahren, auch zur Applikation von Heimstabilisator, Wachstumsregler und Fungiziden werden wir damit fahren. So, die Seiten noch und dann können wir den Deckel wieder rauf machen. Genau, also dafür ist das hauptsächlich gedacht. Dann wurde gefragt, mit welchem Programm machst du deine Potentialkarten. Muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen mit 365 FarmNet. Die haben eine gute Bezahlstruktur. Das Grundprogramm ist erstmal kostenlos und dann zahlt man beim CropView monatlich. Also man kann da in einem Monat sich seine Karten erstellen und dann das Ganze wieder kündigen. Und dann hat das auch sehr, sehr humane Preise, muss man sagen. Und das hat den Vorteil da zum Beispiel, dass ich mir die einzelnen Kartierungen, welche zur Potentialkarte herangezogen werden, dass ich mir die nochmal anzeigen kann und kann dann die nochmal sozusagen rauslöschen. Wenn ich sage, ja, das war eine Zwischenfrucht oder so, das passt aber jetzt nicht rein. Wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt, schreibt mal in die Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein YouTube-Video, wie man das im Prinzip macht. Das ist keine aufwendige Sache. Also ich brauche für eine Fläche inzwischen da 3-4 Minuten vielleicht, um eine Potentialkarte zu erstellen, maximal. Das geht super fix.
Auch ein bisschen nervig ist natürlich, dass das Ganze hier mit Torx sein muss. Den Mehrwert von Torx habe ich noch nie verstanden, aber sagt mir mal, wo ist denn der Mehrwert gegenüber einem Kreuzschlitz? Also warum kann ich jetzt hier für die Schraube kein Kreuz nehmen? Warum muss ich denn Torx? Aber ich meine, ihr könnt mir das sicherlich erzählen, warum das so ist. Ja, dann decke ich gleich den Dünger ab. Ich habe mir jetzt 25 Tonnen erstmal bestellt. Also ich brauche eigentlich für die erste Gabe 40 Tonnen. Aber 25 ist jetzt ein LKW. Eigentlich hätte ich jetzt nur den Raps tendenziell abgestreut, weil der wirklich zeitig auch immer gut was braucht. Aber ein LKW sind nun mal 25 Tonnen. Wo ist die jetzt hin? So, nachdem ich dann endlich nach Stunden hier auf dem Acker ankomme, legen wir los. Was ich euch ein bisschen zeigen will, hier der Streuer. Im Prinzip können wir hier einmal den Dünger antippen, habe ich schon ausgewählt, hier Domogran. Streuen wir, öffnen. Hier kann man noch 200 eingeben, aber das ist eigentlich egal, weil dieser Wert wird sich sowieso gleich vom Teilflächenspezifischen gezogen. Was ich euch zeigen will, diesen Streuer muss man nicht mehr im Prinzip abdrehen, sondern man übernimmt nur noch Düngereinstellungen. Hier gibt es diese ganzen Werte mit Fließfaktor, Aufgabepunkte, wie ihr hier seht. Grenzstreuen mit den unterschiedlichen Drehzahlgeschwindigkeiten der Teller. Und letztendlich übernehme ich die Tabelle eigentlich alle aus der Streutabelle. Die kann ich online einsehen. Das heißt, ich gehe auf rauch.de, glaube ich, war die Seite, und die haben auch eine App. Und dann suche ich mir den Dünger raus, den ich habe. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Man bekommt ja einen Datenträger-Begleitschein. Das heißt, da gucke ich, welcher Dünger ist das, wie heißt der ganz genau, weil es gibt ja unzählige, teilweise verschiedene Harnstoffsorten aus Polen und. Die sind aber im Prinzip alle beprobt, und wenn es doch irgendwas gibt, was es noch nicht gibt, dann kann man das bei Rauch auch einschicken und dann analysieren sie das. So, Domogran tippe ich hier an, habe ich ja alles schon drin. Mache dann übernehmen und dann geht es auch schon wieder los. Dann komme ich ja hier auf der Fläche an und dann kann ich jetzt hier die Streuscheiben starten. Ja, na klar darf er das. Und jetzt wird im Prinzip einmal eine Leerkalibrierung gemacht an den Streuscheiben. Das heißt, bei den Streuscheiben ist es so, okay, manchmal meckert er ein bisschen rum. Genau. Bei den Streuscheiben ist es so, es gibt ja die Art von Streuer und es gibt die Art von Streuer. Also dieses EMC-Verfahren, da hat der Rauchmann das Patent drauf. Im Prinzip misst er den Widerstand an den Streuscheiben, an den Paddeln. Ne? Da gibt es einen Sensor, der misst den Widerstand, und anhand dieses Widerstands prüft der Streuer, ob die Mengen, die da rauskommen, ob die richtig sind. Weil es macht ja einen Unterschied, ob der Streuer zum Beispiel voll ist oder leer. Dementsprechend ändert sich ja der Fließfaktor, weil oben mehr raufdrückt als so. Und das misst er halt jedes Mal, sekündlich, wenn wir fahren. Und danach korrigiert er sich die ganze Zeit die Werte. Die Waage, die wir hier drin haben, da. Das ist nur zur Kontrolle. Das ist nur, wie viel Restwert haben wir drin. Man kann das sich aufschreiben, kann gucken, habe ich wirklich so viel rausgebracht, wie der Streuer jetzt sagt oder nicht. Das ist im Prinzip nur Kontrolle. Die ausgebrachte Menge ermittelt er nur anhand des Widerstands an den Paddeln. Und indem ich das starte, macht er halt im Prinzip diese Leerkalibrierung, dann fahren wir gleich los und dann macht er das Ganze nochmal, wenn wir jetzt eine Runde rum sind, dann kalibriert er nochmal nach. Kann ja sein, dass sich in der Zeit was geändert hat. Ne? Öl ist wärmer geworden und. Sensor reagiert jetzt anders und. Dann gucken wir hier ins Auftragsmanagement rein. Habe ja schon einen Auftrag gestartet mit Raps. Hier ist meine Streukarte, die habe ich jetzt schon ausgewählt. Die sieht so aus. Ne? Erinnert euch mal im letzten Video. Alles, was hier rot ist, sind die Hochertragszonen. Alles, was grün ist, ist schlecht. Und das ist die kilotechnische Veränderung darauf. Da sage ich ihm, okay. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das anklicke und sage, Istwert wollen wir nicht, sondern, oh Gott, haben wir jetzt hier viel drin. Ganz unten natürlich. Istwert ist es ja auch nicht. Also das ist erstmal die Applikationskarte, die kann ich mir jetzt hier so anzeigen. Das heißt, da kann ich das im Prinzip gleich mal ein bisschen nachkontrollieren, ob der entsprechend die Zonen ändert, wie er die Zonen ändert. Hier den Sensor habe ich gesagt, den klappen wir mit aus. Wir lassen ihn erstmal mitlaufen.
Jetzt momentan ist es nur Messwerte erfassen. Also das hat jetzt hier keinen Einfluss auf die Düngung. Ich will das einfach nur nochmal abscannen, ein bisschen gucken, wie verändern sich Bestände. Drüben fährt ein Rauch AGT. Sind jetzt alle hier am Dünger streuen wie die Weltmeister. Genau. So, dann sage ich ihm jetzt hier im Prinzip, der soll jetzt hier einfach nur einen Scan starten. Scan, weiter. Da, Landwirt in der V. Und los geht's. Und jetzt misst er, während wir hier fahren, misst er die ganze Zeit. Und dann gucken wir mal, ob wir losfahren. Ich hoffe, dieser Wert passt hier. Und nicht, dass hier irgendwas noch im Streuer umgestellt wurde. So, das muss ich noch einstellen, dass er automatisch die Teilbreiten schaltet. So, hier, das ist nochmal das, was ich euch zeigen wollte, die Drehzahl. Muss man anfangs vielleicht ein bisschen Gas mitgeben. Wir haben ja einen komplett hydraulisch gesteuerten Sensor. Das heißt, da ist nur so eine dicke Hydraulikölleitung mit Load Sensing, man kommt durcheinander. Load Sensing, Isobus mit Load Sensing, das heißt, der nimmt sich immer dann Öl, wenn er es fordert. Und in dem Moment, wo ich hier Start drücke, sagt der Streuer dem Trecker, ey, ich brauche Öl. Und dann geht's los. So, und dann braucht er halt entsprechend viel Öl, teilweise um anzufangen. Wenn es manchmal ein bisschen kälter ist, hat man hier so ein bisschen Unterschiede. Dann bringt es manchmal ein bisschen, so ein ganz bisschen Standgas zu nehmen. Und jetzt ist das, was ich meine, jetzt gleichen sich diese Werte hier an. Also er misst das jetzt durch, er bestimmt jetzt die Drehzahlen. Dauert manchmal einen kleinen Moment, je kälter das ist, desto länger dauert das manchmal. Ich fange gerade an. So, jetzt habe ich ja die Karte hier eingeladen und mein Fehler war gerade, ich habe hier den Auftrag nicht gestartet. Wundere mich, warum hier gerade die Werte sich nicht ändern. So, ich sage ihm jetzt hier im Prinzip, ich fange jetzt an zu streuen und sage ihm, er soll auch die Teilbreiten automatisch steuern. So, jetzt haben wir das hier drin, jetzt fangen wir hier nochmal von vorne an. Genau. Und dann geht es im Prinzip los. Dann drücke ich hier auf Start. So, Moment, ich mache euch hier nochmal die Karte an, damit ihr das parallel seht, wie wir abfahren. Also jetzt steht da 191 Kilo. Und dann machen wir ein Tempomat drin und dann geht die Fahrt ab. Und ihr seht, je nachdem, in welche Zone wir uns da bewegen, ändert er da oben das Ganze. Also jetzt streut er gerade 191 Kilo. Hier unten sind die Drehzahlen von den Scheiben. Der Vorteil ist natürlich, wir haben ja durch das Öl haben wir die variable Drehzahl. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zapfeln angestriebenen Streuer hat und der hat Teilbreitenschaltung, dann verändert er im Prinzip den Aufgabepunkt der zu streuenden Menge. Das heißt also, je nachdem, wo er auf dem Streublatt, auf der Streuscheibe das Substrat runterlässt, je nachdem verändert er die Streuweite. Wir haben aber jetzt hier den Vorteil, dass wir die Drehzahlen der Scheiben ändern können. Das heißt, wir können das wirklich bis ziemlich gut an der Kante ranwerfen, was schon ein sehr, sehr guter Vorteil ist. Und wenn man tatsächlich, das werdet ihr nicht sehen, aber man sieht es ja wirklich mit Auge, dass er relativ gut bis zur Kante wirft. Also das ist zum Beispiel einer der Punkte am granulierten Dünger, am Mineraldünger, ist ja im Prinzip die Verteilgenauigkeit, ne? Die man versucht wirklich hoch zu erreichen. Und im Prinzip arbeiten die Streuer auch so, dass man eine doppelte Überlappung hat. Also doppelt gestreut, aber einfache Überlappung. Das heißt im Prinzip, der streut bis zur nächsten Fahrgasse und auf der anderen Fahrgasse streuen wir wieder zurück bis zur nächsten Fahrgasse, sodass wir nicht diese Verteilung zum Beispiel in der Mitte oder so haben. Ne? Das macht es aber wiederum schwieriger für Teilbreiten, automatische Teilbreitenmengen. Weil dieser Streuer kann zum Beispiel noch nicht rechts anders streuen als links anders streuen. Das heißt, wenn wir jetzt hier so eine Phasen haben, jetzt könnte der ja ohne Probleme links weniger streuen als rechts, wenn wir da fahren. Das kann er aber nicht. So, und das macht es halt ein bisschen schwieriger. Wer könnte das? Eine Spritze zum Beispiel, aber eine Spritze kann es ja im Prinzip auch nicht. Also gibt es eine Spritze inzwischen, die einzelne Mengen unter den Teilbreiten ausbringen kann. Aber was eine Spritze halt wirklich kann, bis zu dem Punkt, wo das Gestänge ist, eine Menge X ausbringen und dahinter dann die andere Menge. Also, und der Vorteil von der Spritze jetzt bei Flüssigdünger ist natürlich auch, dass wir bis zur Kante hin perfekt die Nährstoffverteilung haben. Ihr wisst, ich bin eigentlich ein Verfechter von Flüssigdünger. Warum fahre ich jetzt keinen Flüssigdünger? Ganz einfach.
als ich im Herbst Mengen Dünger schon festmachen wollte, hat SKW Piesteritz noch keine Preise rausgegeben und keine Mengen und konnte nichts versprechen. Und deswegen habe ich grundsätzlich erstmal hier SSA eingekauft. Genau, und jetzt im Frühjahr habe ich nochmal Harnstoff dazu gekauft. Harnstoffpreise sind jetzt gefallen und die Restmengen decke ich jetzt damit ab. Warum dieses Jahr SSA? Warum diese Variante? Ich habe letztes Jahr 500 Tonnen Kalk gestreut mit einem hohen Magnesiumanteil. Und ich habe sonst immer Stickstoff plus Kieserit gefahren zum Beispiel, damit ich Schwefel und Magnesium noch dazu habe, weil meine Böden sind ein bisschen magnesiumärmer. Jetzt habe ich aber letztes Jahr eine Menge Magnesium gestreut, sodass ich dieses Frühjahr nur noch Schwefel sozusagen addieren möchte. Und das ist ja die beste Variante. Im Prinzip SSA ist eine gute Preis-Leistung in Sachen Schwefel und Stickstoff. Das heißt, ich habe hier 21% Stickstoff dabei, aber auch 27% Schwefel und bringe sozusagen jetzt eine Menge Schwefel mit raus. Schwefel unbedingt immer zum Vegetationsbeginn, weil Stickstoff- und Schwefelaufnahme läuft parallel und Schwefel begünstigt immer die N-Aufnahme. Das heißt, das bringt dem Bestand jetzt nicht wirklich was, wenn wir meinetwegen 30 Kilogramm N-Min haben oder 40, 50 und dann hauen wir nochmal 60, 70 Kilogramm Stickstoff hin und da ist kein Schwefel im Boden. Ja, dann können die Pflanzen gar nicht viel damit anfangen. Und deswegen immer zum Vegetationsstart Schwefel, damit die Pflanze auch gut damit versorgt ist und das Ganze dann richtig gut parallel ablaufen kann. Früher gab es das nicht, die Schwefeldebatte. Wir haben ein bisschen saureren Regen gehabt. Wir hatten auch eine Menge Schwefel, der als Niederschlag runterkam. Das war nun mal so. Also in den 90ern hat sich niemand oder in DDR-Zeiten hat sich niemand um eine Schwefeldüngung geschert. Das ist in den letzten Jahren aber super wichtig geworden, muss man sagen. Und deshalb düngt man inzwischen immer Schwefel mit. Und Schwefel ist im Prinzip immer so ein Schlüsselfaktor für Stickstoffeffizient. Ich kann niemals stickstoffeffizient sein, wenn ich die Schwefeldüngung vernachlässige. Wenn ich da zu wenig habe, dann ist es einfach nicht effizient. Und deswegen schmeiße ich im Prinzip den Schwefel jetzt vorab hin und der Bestand hat ihn dann jetzt zur Verfügung. Und so kann ich auch alles Folgende ohne Schwefel zum Beispiel ausdrücken. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich Stickstoff gegeben und dann nochmal Kieserit nachgefahren. Die Mengen, die gefehlt haben, also ich habe Piasan S gefahren. Da ist natürlich Schwefel drin, aber die Restmenge, die dann an Schwefel fehlt im Bestand, die habe ich dann nochmal als Kieserit gegeben. Auch weil uns Magnesium fehlt. Ganz wichtig da zu wissen. Wir haben jetzt Ammoniumsulfat, also es ist ein Ammoniumanteil in diesem Dünger drin. Quatsch, wir haben nicht ASS, wir haben SSA, wir haben schwefelsaures Ammoniak. Aber wir haben im Prinzip keine Nitratformulierung hier in diesem Dünger drin. Das heißt, wenn jetzt im frühen Stadium doch relativ viel Regen kommen sollte, dann haben wir das Problem nicht, dass wir Verlagerungsprozessen unterliegen. Das heißt, Nitrat ist ja in der Form beweglich im Boden, aber Ammonium zum Beispiel nicht. Und das heißt, wenn jetzt hier viel Regen kommt, macht uns das gar nichts aus, weil der Dünger ist im Prinzip fest, der lagert sich an Tonteilchen an. Wir haben aber natürlich nicht wie beim Nitrat diesen krassen Impuls, dass wir sofort richtig viel Nährstoffe reingeben. Aber die Bestände sind gut versorgt. Wir haben ja noch N-Min im Boden, das ist ja dann auch mit dem Schwefel zusammen aufnehmbar. Und auch der Ammoniumanteil ist relativ gut aufnehmbar jetzt hier in feuchten Witterung. Die Pflanzen können auch Ammonium aufnehmen, aber im Groben gesagt parallel dazu, wie ihr Wachstum ist oder wie die Photosyntheseleistung ist. Die Pflanzen brauchen einen Stoff aus der Photosynthese, um Ammonium aufzunehmen. Das heißt, man kann sagen, Ammonium ist in gewissermaßen ein Langzeitdünger, weil der kann nicht aufgenommen werden, wenn die Pflanze sehr, sehr bescheiden wächst. Aber man muss auch dazu sagen, Ammonium liegt auch irgendwann in der Nitrifikation, das heißt Bakterien, Nitrosoma und Nitrobacter wandeln das Ganze in Nitrat um und dann ist das Ganze auch pflanzenverfügbar. Ne, dafür, um das zum Beispiel zu stoppen, gibt es Nitrifikationshemmer. Wenn wir jetzt zum Beispiel, meinetwegen, wir würden die komplette Menge hier jetzt als Ammonium hinwerfen und würden wollen, dass sie halt über lange Zeit passend zur Vegetation aufgenommen wird, dann würden wir noch einen Nitrifikationshemmer mit dazu nehmen. So, wollen wir aber nicht. Wir wollen eine relativ zügige Wirkung hier von dem Ganzen. Die ist ja schon leicht verzögert, weil wir ammoniumbasiert düngen. Und demzufolge wird es jetzt schnell wirken, aber nicht so schnell wie Nitratdünger. Aber wir sind halt nicht so witterungsabhängig. Jo, streuen wir erstmal hier weiter. Streuen wir erstmal hier einmal komplett rum. Dann bis gleich. So, bin jetzt eine Runde rum. Wie ihr seht, jetzt fahre ich hier das Vorgewinde. Hier vorne. Ja, man sieht's. Hier haben wir natürlich schon ein bisschen überlappt.
wenn ich jetzt mit der Automatik fahren würde, würde er jetzt sagen, nee, er streut da nichts, weil macht keinen Sinn. So, ne? Also er sagt, er macht keinen Sinn, wenn er darüber streuen soll. Er würde ja hier vorne dann auch doppelt machen. Deswegen muss man ihn ein bisschen, ja, austricksen ja nicht, aber deswegen muss man jetzt hier aus dem Automatikmodus rausgehen und jetzt streue ich hier dieses Teilstück manuell sozusagen mit der Teilbreite, weil er jetzt nicht rechts streuen würde, weil die Überlappung dann zu hoch wäre. Man muss sagen, modernste Streuer können das schon tatsächlich. Die können über einen Teil rüberwerfen, sozusagen, den man schon fertig hat, aber das kann dieser hier noch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da wäre jetzt zum Beispiel Spritze mit Flüssigdünger, wäre jetzt da Perfektion, weil er jetzt genau die Teilbreiten auslässt, wo er schon war. Also jetzt haben wir eine Überlappung hier in der Zone. Was auch so ein Punkt ist, der wirklich entscheidend ist beim Schleuderstreuer bei uns in den Größen ist, der entleert sich halt so nach so einem Vorgewende immer sehr ungleichmäßig. Teilweise müssen wir dann schon reinfahren, wenn wir noch eine Tonne oder nur noch eine Tonne drin haben, weil wir dann eine Seite sozusagen leer sind und die andere Seite jetzt nicht. Weil wir halt einseitig rumfahren, die eine Seite werfen wir halt die komplette Breite und die eine Seite werfen wir halt nur bis zum Rand, brauchen wir ja weniger Dünger. Das macht tatsächlich bei unseren großen Flächen hier enorm viel aus. Also hier eine Runde rum sind, weiß ich nicht, 5,5 Kilometer. Und das macht es am Ende, ne? Und wenn man natürlich einen Überladewagen am Rand hat, ist das jetzt gar nicht so wild. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel selber fahren, dann muss man schon ein bisschen gucken, dass man vielleicht so fährt, dass die Entleerung sich so ein bisschen gleichmäßig runterbaut. Ne? Also wäre eine Option zum Beispiel gewesen, einen breiten Streifen zu nehmen und dann hier diesen halben Streifen auf der anderen Seite runterzufahren, sodass sich die Entleerung dann so ein bisschen ausgleicht. Hier sieht man auch so ganz bisschen den Sortenunterschied, oder? Hier der Ambassador, der sieht ein bisschen heller aus und dann kommt hier genau auf der Kante, kommt hier Adonis, der sieht so ein bisschen dunkler aus. Aber ansonsten sieht der Raps wirklich hervorragend aus. Ich will fast sagen, der sieht besser aus als letztes Jahr, weil die Pflanzen irgendwie noch kräftiger und ja, irgendwie noch kräftiger und stärker aussehen als im letzten Jahr. Letztes Jahr war der vielleicht ein bisschen doll überwachsen. Ich meine, der hat ertraglich auch super performt, aber dieses Jahr sieht der halt von Grund auf ein bisschen kräftiger irgendwie aus. Vielleicht auch nicht so doll runtergefroren, weil der Winter nicht so krass war, weil die Vegetation länger war. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube auch, der wird richtig gut, der Raps. Also Wasser hin oder her, aber ich glaube, der wird gut. Wir haben schon mal auf jeden Fall jetzt alles richtig gemacht, bis jetzt. Bis jetzt haben wir schon mal ganz viel richtig gemacht. Der Bestand ist homogen, überall stehen Pflanzen, ist nicht ausgewintert, ist gesund. Also man sieht wenig Larven von Schadinsekten, beziehungsweise gar keine. Auch Krankheiten sieht man keine. Der Bestand ist sauber. Da haben wir auch schon mal ganz viel richtig gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ja natürlich mit einem Herbizid reinfahren müssen, belastet das die Pflanze an sich auch immer ein Stück mit. Wie so nesterweise fressen dann auch schön immer die... Ah, das waren Mäuse zum Beispiel. Das war ein Mauseschaden tatsächlich. Aber wir haben hier auch relativ viele Wildgänse auf diesem Stück. Kraniche ist bei Raps nicht ganz so wichtig. Und wir haben hier sehr viel Rotwild, was das Ganze hier so runterfrisst. Zum Beispiel hier, da sieht man es, war auch ein Mausenest. Tatsächlich, 2 Mausenester haben wir gefunden. Könnte man natürlich ein bisschen was gegen machen. Müsste man sich mal ein bisschen was in den Trecker reinstellen und dann die kleinen Stellen da ein bisschen was mit reinmachen. Aber das waren jetzt die beiden einzigen, die ich bis jetzt hier bei der Runde rumgesehen habe. So, fahren wir jetzt erstmal hier weiter. Ich muss gleich schon wieder zum Hof nachfüllen. Zubringer sind auswärts unterwegs, deswegen mache ich alles per Achse. Und wie gesagt, ich habe ja dieses Jahr alles auch per LKW mir kommen lassen. So schafft man auch ein bisschen nebenbei. Und ja, man muss das sagen, so ein bisschen Dünger belastet auch den Überladewagen. Also wir müssen ihn hinterher sehr, sehr intensiv reinigen mit Wasser und, damit er wieder schön sauber ist. Das hat man natürlich nicht, wenn man alle per Achse fährt, aber dafür braucht man natürlich viel länger. Ne? Also 200 bis 300 Hektar machen wir am Tag mit Überladewagen. Das Ganze hier per Achse fahren, weiß ich nicht, da machen wir vielleicht 80 Hektar am Tag. Bin schon lange nicht mehr so viel per Achse gefahren, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie viel ich am Tag damit schaffe. So, aber das wäre es erstmal. Bis später. So, das ist jetzt das, was ich meine. Wir haben da noch knapp 900 Kilo drin. Ich weiß nicht, ob man es da an dem Fenster sieht. Die Seite ist leer und da haben wir noch eine Tonne drin. Auf diesen großen Flächen ist diese Problematik, ja, ist auch Heulen auf hohem Niveau bei den großen Flächen, aber ist da die Problematik. Brauchen wir ja nicht wegwischen. So, nachfüllen. Also die ersten 15,6 Hektar sind weg, ganz easy hier innerhalb von 40 Minuten. Na gut, wir haben auch ein bisschen gebraucht, bis wir losgekommen sind. Wir hatten ja ein paar kleine Problematiken, aber
Und ein bisschen Anfahrt ist ja auch dabei, aber es ist eine gute Hektarleistung. Na, mal gucken, wie es weitergeht. So, zweiter Streuer ist auch ausgebracht. Was ich euch gerne zeigen würde. Ich glaube, man sieht relativ gut hier diese Kante. Ne? Seht ihr das bis da ungefähr? Total verrückt. Der Unterschied kommt da zustande, wir haben hier gegrubbert. Also ich habe hier nachgegrubbert, wir hatten hier so viel Strohreste, ein paar Haufen geschoben mit dem Striptill-Gerät. Bis da Striptill und hier nicht, weil wir hatten ja auch ein bisschen Wildschaden. Und so haben wir hier die komplette Kante bis da vorne gegrubbert gehabt, nach dem Striptill sozusagen. Und dann haben wir hier den Raps gelegt. Was man hier erkennen kann zum Beispiel ist, dass der Raps hier schlechter entwickelt ist als daneben. Meine Theorie ist, und ich denke, das ist letztendlich auch so, da der Raps im Striptillband hat halt Nährstoffe, zentrierte Nährstoffe zur Verfügung. Wenn wir jetzt anfangen, die einzumischen, so wie hier, dann konkurriert der Raps natürlich mit dem Stroh, was zurückbleibt auf der Fläche, weil das hier eingemischt ist. Und dadurch hat er nicht so viel Nährstoffe zur Verfügung. Klar, irgendwann sind die Nährstoffe ja verfügbar, aber erstmal ist es gebunden. Seht ihr das? Und das sieht man tatsächlich auf der anderen Seite auch. Da haben wir nur die Hauptspur hoch gegrubbert und da sieht man das auch. Also es ist wirklich zu sehen, das Grubbern und wenn man dann die Gerste einmischt, klar, der Raps steht gut. Also nach wie vor, trotzdem ist das hier guter Raps, der da steht. Aber der da steht, der ist nochmal einen Ticken deutlich besser. Ja, man sieht das hier auch. Also da ist kein Reinschluss und da sieht man schon, da war schon Reinschluss. Da sieht das schon deutlich besser aus. Und hier ist die Sorte auch die gleiche. Also das ist schon ein beeindruckender Unterschied, finde ich. Und ich habe da hinten auch noch eine Spur dabei, 3 Reihen, ohne Gerste im Striptill. Da hatte das GPS nicht gepasst. Und ja, dann hatte ich nachher RTK-GPS, also wir haben vormittags angefangen. Und dann sind wir da 3, 4 Bahnen gefahren. Wir hatten hier den 939 da zur Miete. Und da habe ich gedacht, hä, das passt doch irgendwie nicht richtig mit dem GPS. Dann habe ich nachgeguckt, habe gedacht, hä, das ist ja noch gar kein RTK freigeschaltet. Habe da fix angerufen, habe das eingegeben und dann war RTK freigeschaltet. Und dann war quasi 1,50 Meter Versatz. Dann habe ich gedacht, boah, 1,50 Meter Versatz, jetzt also 1,50 Meter fehlt und du müsstest ja dann 4,50 Meter überlappend auf 1,8 Kilometer hochfahren. Dann habe ich gedacht, nee, du fährst da nur so hoch leer, du ziehst da grubberst da nur durch, aber 4,50 Meter, also über einen halben Hektar, ist ja fast 1 Hektar doppelt Gerste fahren. Nee, das machst du nicht. Und krass, diese 3 Reihen sieht man ganz, ganz deutlich. Also ich halte da gleich mal für euch an, da fahren wir mal hin, die gucken wir uns noch einmal draußen an. Was das für ein krasser Unterschied ist. So, und ja, im Prinzip würde er dann so komplett aussehen, ne? Wenn wir jetzt keine Option haben, ihn im Herbst zu unterstützen, mit Nährstoffen, ohne Nährstoffe. Und dieser Streifen geht wirklich einmal komplett hoch. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Entwicklung vom Raps doch unterschiedlich ist. Seht ihr? Wahnsinnsunterschied. Und schöne, kräftige Pflanzen. Sieht wirklich gut aus. Was wollte ich noch zu euch sagen? Ich überlege. Klar verwechselt sich das jetzt so ein bisschen. Ne? Das wird natürlich sich ein bisschen angleichen. Aber wir haben natürlich mit diesen Pflanzen bedeutend bessere Chancen, durch den Winter zu kommen, als mit diesen kleinen Kollegen. Und obwohl Aussaatpunkt gleich war, kommt diese Variante doch deutlich besser durch den Winter. Ne? Und auch gegenüber Krankheiten, Schadinsekten haben die natürlich deutlich mehr gegenzubieten als diese hier. Das ist der Punkt. Ich bin ja jetzt auch rotes Gebiet, auch dieses Stück ist jetzt rotes Gebiet. Demzufolge darf zu Raps nur noch mit einer N-Min-Beprobung im Herbst beprobt werden. Und, aber man sieht, wie wichtig da die Herbstgabe ist. Ein Punkt ist zum Beispiel auch so, viele fragen jetzt, ja, wie machst du das jetzt mit den 20% Stickstoff, den man quasi vom Bedarf runterrechnen muss, weil man in einem roten Gebiet ist. Der Punkt ist, in der Düngeverordnung, in der Deklaration im roten Gebiet steht, die 20% braucht man nicht abziehen, wenn man im Gesamtdurchschnitt des Betriebes weniger als 160 Kilogramm pro Hektar ausbringt, Stickstoff,
Und davon dürfen nicht mehr als 80 Kilogramm pro Hektar mineralischer Stickstoff sein. Aha. So, und wie sieht das bei mir aus? Hannes hat natürlich eine gute Strategie. Die Sonnenblumen fahren im Mittel mit 110 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, machen einen großen Anteil im Anbau aus. Der Mais wird nur organisch versorgt, das heißt, also reden wir mal nur über die 160 Kilogramm Grenze. Mais ist drüber, Weizen ist drüber, Raps ist drüber. Drunter ist Sonnenblume, drunter sind die Sonderkulturen und die Gerste ist auch im Mittel, die wird ja auch nicht so krass versorgt, die liegt auch irgendwo bei der 130, 140 N. Die Sonderkulturen, der Mais nicht, die Sonnenblumen werden wenig versorgt, also Sonnenblumen 110 im Mittel. Die Sonderkulturen versorge ich nur um die 80 bis 100 N. Und ich habe dieses Jahr noch schon 13 Hektar Erbsen im Anbau. Die sind ja ohne entsprechender Versorgung. Das heißt, ich komme im Mittel unter 160 Kilo. Zweite Hürde, 80 Kilogramm mineralisch auf dem Hektar. Sonnenblumen nur organisch versorgt. Das heißt 0, quasi 0 Kilo mineralisch. Dann Mais, 0 Kilo. Mais, Weizen sind wir ungefähr so bei 100 Kilo. Raps sind wir bei deutlich mehr, werden wir irgendwo bei 130 Kilo mineralisch sein. Sonderkulturen 0, Erbse 0. Das heißt, auch da im Mittel, klar, Grünland kommt noch dazu, würde man theoretisch dazu rechnen, aber ist mein letztes Grünlandjahr. Verträge sind nicht so krass, also ich werde dieses Jahr nicht viel auf dem Grünland düngen. Aber in der Regel habe ich da im Grünland das auch nicht voll ausgeschöpft. So, das heißt, ich bin im Gesamten unter dieser Hürde, jeweils 160 und auch die 80. Das heißt, ich muss nicht 20 Kilogramm abziehen. Ich kann das Ganze komplett ausdüngen. So, wie sieht es denn aus, wenn sich Gärreste reduzieren oder so? Dann ist es nach wie vor noch interessant, Sonnenblumen im Anbau zu halten. Die Sonderkulturen sind interessant im Anbau, aber auch Leguminosen werden dann doch interessanter, weil es demzufolge, es hilft uns, unter diese Grenze zu bleiben und damit können wir die Düngung voll ausschöpfen. Also ein Punkt, ohne große Umstellung, den ich so mitnehmen kann. Dadurch betrifft mich das rote Gebiet gar nicht so maßgeblich. Also für alle die, was ist das rote Gebiet? Ja, es gibt bestimmte Gebietsausweisungen in Deutschland und die Landwirte, die mit ihren Flächen in diesem Gebiet sind, also einzelne Flächen sind ausgewiesen, keine ganzen Betriebe. Wer mit diesen Flächen da drin ist oder diese Fläche unterliegt sozusagen strengerer Düngeverordnung. Ne? Das heißt, ich muss jährlich die Fläche beproben nach den Stickstoffwerten, die da drin sind. Dann muss ich entsprechend 20% Düngung abziehen, wenn ich nicht diese Hürde für meinen Betrieb habe. Ich habe eine 170 Kilogramm Stickstoff aus Organik-Obergrenze. Die gilt sonst nur überbetrieblich, also gilt sonst nur betrieblich. Das heißt, man konnte schon mal 200 Kilogramm Stickstoff nur aus Organik gefahren haben. Wichtig war der Betriebsdurchschnitt. Jetzt muss man das auf dieser Fläche einhalten. Ein Punkt, der mich ein bisschen mehr trifft, was ich echt schade finde, ist, ich darf keine Gärreste mehr zur Zwischenfrucht fahren. Das ist sehr, sehr schade, weil da unterstützt man wirklich die Entwicklung der Zwischenfrucht. Und mit N-Min im Raps zu N-Raps bin ich mir auch sicher, dass man den N-Min entsprechend so schafft, dass man düngen darf, beziehungsweise dass man Gärreste im Herbst fahren darf. Das ist der Punkt. Ansonsten muss man fast sagen, wenn das Grünland jetzt wegfällt ab nächstes Jahr, fahre ich die großen Mengen Gärreste im Frühjahr, habe ein bisschen Strip-Till noch zu Raps im Sommer, ansonsten steht es fast nur noch rum. Das ist so ein bisschen der Nachteil von der Düngeverordnung. Alles zentriert sich im Frühjahr und man muss sagen, hätte ich jetzt die Biogasanlage, müsste ich mich jetzt eigentlich schon damit beschäftigen, ein Gärrestlager zu bauen, was ein Jahr Kapazität hat, weil im Sommer ist kaum noch Düngen möglich. Das heißt, alles verlagert sich ins Frühjahr. Da wäre ich wohl schon so eine Viertelmillion für los gewesen. Also alles in allem muss das jetzt ja gebaut werden, aber es betrifft mich nicht mehr. Genau, und die Gebietsausweisung im Prinzip mit rotem Gebiet, die war auch relativ kurzfristig. Ich glaube im Dezember wurde es bekannt gegeben, Mecklenburg-Vorpommern hat das Ganze um
verdreifacht, die roten Gebiete. Und die genauen Daten, wer erst im roten Gebiet ist, die waren tatsächlich auch erst Ende Januar einsehbar. Das heißt, Ende Januar haben wir erst rausbekommen, sozusagen von der Politik, dass wir entsprechend in den roten Gebiet gekommen sind. Dazu mussten wir dann relativ zügig die Bodenproben ziehen, damit wir auch zeitnah düngen dürfen. Das ist natürlich so ein Punkt, den hätte man gerne schon mal im Herbst gewusst. Aber mit uns kann man es ja machen, nicht? Genau, aber das ist der Punkt so, die Düngeverordnung. Und ich habe mich die ganzen Jahre im Prinzip schon ein bisschen darauf vorbereitet. Habe gedacht, Mensch, das wird dich irgendwann auch treffen, dass du rotes Gebiet wirst. Muss ich sagen, dass ich das jetzt mit den 160 und 80 Kilogramm N gut getroffen habe, ist ja schon Zufall, muss ich sagen, weil ich habe ja nie gedacht, du musst Sonnenblumen anbauen und du musst Sonderkulturen machen und Erbsen, damit du unter diese Grenze kommst, sondern das ist jetzt ein guter Mitnahmeeffekt. Genau, aber wenn man das entsprechend nicht hat, dann kann man auch schon sehr darauf hinarbeiten und sich da ein bisschen zu optimieren, dass man unter diesem Schwellenwert bleibt. Genau, das ist der Punkt, den ich noch anmerken will. Ich fahre jetzt nach Hause, 3:30. Heute ist Valentinstag. Jetzt muss ich mein Mousse au Chocolat machen. Jetzt muss ich mein sous vide gegartes Steak machen. Noch ein Steak von unseren eigenen Rindern. Das letzte, leider das letzte. Das gibt es heute. Genau, morgen früh geht's dann weiter. Geht es dann auch in der nächsten Folge weiter. Da haben wir auch, glaube ich, wieder eine Menge gequatscht. Genau. Das wollte ich euch noch sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, wir haben heute eine Menge erklärt. Schreibt uns gerne noch in die Kommentare, was wollt ihr hören zur nächsten Folge? Was soll ich euch erzählen? Und lasst mir gerne ein Abo da, Leute. Also ich würde mir wirklich über ein Abo freuen. Es fehlen nur noch 3000 Abonnenten für die 100.000 Follower auf YouTube. Und ich würde mir wirklich gerne diesen silbernen Playbutton an die Wand hängen. Nachdem der 1, 2 Nächte zwischen uns geschlafen hat, zwischen mir und Lisi. Danach kommt der dann an die Wand. Vielen, vielen Dank, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.